Hi, heute soll es mal um eine sogenannte Abmoosung gehen. Ja, und zwar geht es heute mal um eine Abmoosung von meiner Linde. Das ist eine Linde, die habe ich schon ganz viele Jahre. Also die habe ich jetzt schon mindestens 11, 12 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Ich blende euch dann später. Ich habe noch ein paar alte Bilder gefunden, blende ich euch dann später noch ein. Ja, und die habe ich im Juli relativ spät habe ich die abgemoost. Und da wollen wir uns heute mal angucken, ob das alles so funktioniert hat und ob das geklappt hat. Ich werde es auf jeden Fall mal von der ganzen Folie und dem ganzen Zeug befreien und dann gucken wir uns den Baum mal an. So. Während ich die Linde auspacke, kann ich euch noch ein bisschen was über die Linde erzählen. Warum habe ich sie überhaupt abgemoost? Die Linde habe ich abgemoost, weil die hatte eine umgekehrte Verjüngung. Das heißt, die Wurzelbasis war schmaler wie oben. Das ist aber auch dem geschuldet, weil sie im Feld gewachsen ist. Das heißt, wir haben ja hier massive Blattmasse und auch starke Äste und die haben zu einer Verdickung geführt, die aber dann problematisch war. Und deswegen habe ich sie abgemoost. Und jetzt gucken wir uns das zusammen mal an, ob das jetzt geklappt hat oder nie. So. Die Abmoosung, muss ich dazu sagen, war relativ spät. Ich war im Juli erst dran, habe im Juli erst gemacht. Das ist relativ spät, aber das, was ich schon durch die Folie gesehen habe, hat mich positiv gestimmt. Also denke ich mal, haben wir auch gute Karten. Hier haben wir auf jeden Fall schon ein schönes Myzel hier, ein schönes Mykorrhiza. Das hat sich auf jeden Fall auch gebildet, dadurch, dass er im Feld stand. So. Ich packe das Ding mal aus und hole euch dann zurück. So, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das jetzt so eingefangen kriege. Aber im Moment will ich euch noch zeigen oder eine Sache. Gucken, ob ich sehe. Ah, ihr seht's. Okay, hier. Das ist im Prinzip das Ende vom Kabelbinder, wo ich das festgemacht habe. Und das hier ist im Endeffekt die alte Wurzel. Also ich habe den kleinen mit Wurzel ausgegraben. Ihr seht, was der für einen Knubbel hier unten gemacht hat. Und jetzt schneide ich auf jeden Fall den Kabelbinder, versuche es jedenfalls, den Kabelbinder durchzuschneiden. So, okay. Kabelbinder ist durch. So. Genau. Da ist er. Das ist der Kabelbinder gewesen, mit dem ich den ganzen Baum festgemacht habe. So, und jetzt kommt für mich ein emotionaler Moment, auf den ich mich echt freue. Jetzt sägen wir den Baum ab.
So, das war's gewesen. Und jetzt beginnt die Geburt von der neuen Linde. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und kämmen die Wurzeln ein kleines bisschen aus. Und dann sehen wir das Ganze mal, wie das funktioniert hat mit der Abmosung. Okay, dann kämmen wir die Wurzeln mal aus. Schön vorsichtig sein. So, das ist im Endeffekt das Endergebnis von der Abmosung. Ich bin für den ersten Moment erstmal sehr zufrieden. Klar, es muss sich noch einiges ein bisschen besser entwickeln und ein bisschen sauberer der Wurzelwachstum. Ich habe hier eine kleine Stelle, wo ich sehr viel Glück gehabt habe. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier hat er so eine Art Kallus gebildet. Und das wäre nie gut. Also das heißt eine Art Überwallung. Das kann passieren. Wenn bei einer Abmosung was schief geht, dann kann das passieren, dass das quasi nach unten geht und sich mit dem anderen Schnitt verbindet. Quasi, dass der obere Schnitt und der untere Schnitt sich verbinden, in Kallus bilden und dann bilden sich nämlich keine Wurzeln, sondern dann tut der Baum über den Kallus die Wurzeln quasi den Baum mit Saft versorgen. So ist das so bei der Abmosung. Dann denkt der Baum, hey, was ist jetzt hier passiert? Man ringelt ja die Rinde ab. Ich mache nochmal ein Video, wo ich euch nochmal mit euch zusammen eine Abmosung mache. Das soll jetzt einfach nur so ein Video sein, damit ihr mal seht, wie das erfolgreich aussehen kann. Ich blende euch dann auch nochmal ein Video ein. Bei einem Feuerdorn habe ich das auch schon mal erfolgreich gemacht. Allerdings ist mir der Hauptbaum abgestorben. Ich habe aber noch einen kleinen davon. Und das soll nie passieren. Also das sind so Sachen, da habe ich Glück gehabt. Aber ihr seht es ja hier, das sind so Stellen, es sind wirklich, wirklich viele Wurzeln. Also das hat echt gut geklappt. Kurz zur Erklärung, was habe ich genommen? Ich habe auf jeden Fall um die Wurzeln rum habe ich Wurzelhormon genommen. Das hatte ich schon im letzten Video gesagt, das hatte ich bei Wish bestellt. Das ist so ein weißes Pulver gewesen. Könnt aber auch Wurzelfix aus dem Baumarkt nehmen, das geht genauso. Und dann habe ich das drum geschmiert und dann habe ich als Substrat nie bloß das Sphagnummoos, sondern ich habe gleich Akadama mit reingemacht. Das hat sich sehr bewährt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das auch schon in den Wurzeln schon gesehen, dass da wirklich viel passiert ist. Ich habe das gesehen, wie die Wurzeln sich entwickelt haben. Das habe ich schon rausgucken sehen durch den Korb, durch den Teilpflanzkorb sind die teilweise überall an manchen Stellen schon rausgekommen. Und da konnte ich das sehr gut sehen. Jetzt muss ich, wie gesagt, den Baum einpflanzen und dann kommt er ins Gewächshaus. Mehr macht man mit dem Baum dieses Jahr nicht mehr. Zurückgeschnitten wird er noch natürlich. Und dann geht er ab ins Gewächshaus und nächstes Jahr dann hoffen, dass er dann gesund austreibt und die Abnabelung quasi überlebt hat. Das ist ja immer so ein Punkt. Ich meine, wir haben ja jetzt hier 8 cm weggeschnitten. Das sind ja locker, ja, ich sag mal 8 bis 10 cm Stammdurchmesser. Ja, und da müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt tun wir den auf jeden Fall einpflanzen und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht mit dem Baum. Dann zeige ich euch das auf jeden Fall, sobald der im Frühjahr austreiben sollte, mache ich so ein kleines Video und dann gucken wir uns das an. So, okay. Da pflanzen wir den Baum zusammen ein und das mache ich mal mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Und wir hören uns dann später und dann müssen wir ja den Baum noch schneiden und alles. Es ist heute viel zu tun.
So, auf jeden Fall war es das mit dem Eintopfen. Was habe ich für Erde genommen? Ich habe im Prinzip mir das ganz leicht gemacht. Ich habe die Hälfte davon der alten Erde, die ich rausgekämmt habe, habe ich wieder genommen. Weil dort haben wir das Myzel mit drin, das Mykorrhiza, den Pilz, der für den Baum gut ist. Und da braucht man gar nicht erst irgendwas anderes reinimpfen oder irgendwas machen. So was habe ich dann noch gehabt. Dann habe ich ein bisschen Perlit, ein bisschen anderes Sphagnummoos, frisches noch und ein bisschen Akadama. Also so eine Mischung. Und die habe ich da reingemacht. Ihr seht, ich habe dann noch 2 solche Essstäbchen hier rechts und links an die Seiten gemacht. Das ist, um den Baum ein bisschen fester zu spannen. Ich bin nie ganz so ein großer Fan von den Teichpflanzkörben, aber ich habe ihn relativ fest hier reingekriegt. Ich mag die Teichpflanzkörbe nie ganz so, weil die halt aus Plastik sind und die sind halt immer so wackelig. Also, naja, egal. Aber wir haben ihn festgekriegt. Und warum habe ich ihn in eine Schale gesetzt gleich? Weil ich habe erst mal keine Schale mehr da gehabt, die jetzt für den Baum passen würde. Und der zweite Grund ist, der Baum muss sich ja erst entwickeln. Also wir haben ja hier oben noch ein riesiges Chaos und das soll sich erstmal ordentlich entwickeln. Und dann kann er immer noch in eine Schale gepflanzt werden. Genau. So, und da werde ich ihn auf jeden Fall noch zurückschneiden. Und dann gucken wir uns das Endergebnis an.
sind die Arbeiten soweit abgeschlossen. Der Baum ist zurückgeschnitten. Was jetzt bei dem Baum die Wahl der Vorderseite angeht, da mache ich mir überhaupt noch keine Sorgen. Jetzt ist erstmal Daumen drücken, dass er das Ganze überlebt hat, dass das ganze Umpflanzen und alles funktioniert. Und dann gucken wir weiter. Also es wird auf jeden Fall in Richtung Mehrfachstamm gehen. Ja, werden wir mal sehen, wie sich der Baum entwickelt. Und dann gucken wir mal weiter. Gut, das soll es mal für die Linde, Winterlinde gewesen sein. Wir gucken mal, wie sie sich entwickelt und wir hören uns später mit der Winterlinde im Frühjahr wieder. Dann sehen wir nämlich, ob sie lebt oder nie. Das wird eine spannende Zeit. Spannender Winter, aber im Gewächshaus, denke ich mal, wird es ihr gut gehen. Und dann gucken wir mal weiter. Gut, wenn ihr sehen wollt, wie es mit der Linde weitergeht, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.